Ja, willkommen zu einem weiteren Gespräch oder Interview zum Thema Tempelkünste, Tempelerfahrungen oder Tempelkultur. Und ich freue mich, mega mit dir einzutauchen, Sylvie Cares. Wir haben ja gemeinsam das Facilitated Training gemacht bei Rachel Rickards und das Field, wie man Felder navigiert, moderiert, bespielt. Es war voll schön mit dir, so in den Räumen zu sein und dich immer wieder ähm, wahrzunehmen, auch schon mit dem Hintergrund, den du eigentlich hast oder den du schon verkörperst und ja, mit dem Wissen und der Weisheit, mit der du präsent bist. Das ist voll schön. Ich jetzt nochmal so Gefühl, Mm. ähm, vielleicht sogar nochmal tiefer kennenzulernen. Wahrscheinlich lernen wir uns jetzt nochmal. Ja, genau. Das ist wie so. Und wie machst du das jetzt ganz genau? Und was sind genau deine Erfahrungen? Was ist nochmal genau dein Background? Mm. Habe ich voll. Also ja, es ist sicher es ist voll der Genuss, dich hier zu haben. Für mich auch persönlich. Für Oh, mich wie ist schön. Mein Gott, was für eine Introduction. Vielen Dank, ich fühle mich sehr willkommen. Ja, voll schön, dass wir uns jetzt auch, ja, wir haben vorher gesagt, nach fast einem Jahr wiedersehen und wieder im Zwischendurch mal über Telegram ausgetauscht, aber jetzt auch mal von Angesicht zu Angesicht sich nochmal auszutauschen. Wir schon im gleichen Feld arbeiten. mhm. Ja. Ja, ich bin mega gespannt. Und magst du ein bisschen darüber erzählen, so was dein Hintergrund ist oder auch so deine Geschichte, wie du zu der Tempelarbeit oder der Arbeit in Tempelräumen oder im Kontext von Tempelräumen gekommen bist und ähm, Hm. wo du jetzt stehst, so, oder Ja, voll gern. wo du angekommen bist sozusagen. Ja, ich stehe noch gar nicht, ich bewege mich, aber ich glaube nur, wer sich weiter bewegt, ja, sozusagen lebt wirklich. Ähm, ja, wie kam ich dazu? Es kam zu mir wirklich, wirklich in so viel Dimensionen kam es zu mir. Hm. Ähm, also das eine war, ich habe ein Training gemacht. Das haben wir gemeinsam, das hast du, glaube ich, auch besucht, ne? ISTA, International School of Temple Arts. Und das kam schon zu mir. Ähm, wirklich, da kam ich, ja, wie das Kind zur Jungfrau, wirklich. Also ich hatte davor mit sowas gar nichts zu tun und war vielleicht innerlich spirituell, aber nicht wirklich. Ich wusste nicht, was Tantra ist. Ähm, Das war alles total neu für mich. Also Tempel war für mich irgendwie dann doch mehr Kirche und so und Schamanismus und what? Ich war ein bisschen überfordert auch und gleichzeitig hat es so einen tiefen Anteil von meiner Seele angesprochen, dass ich wirklich das ist ein wochenlanges Training, eine Woche lang, dass ich wirklich an einem Punkt bin ich voll, bam, im besten Sinne des Wortes von innen aufgebrochen. Mein Herz ist einfach aufgegangen und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit versucht habe, das zurückzuhalten oder mich so einzusperren und mich nicht zu zeigen, damit es gibt Leute auf der Welt, die an verschiedene Themen genauso hinfühlen und hindenken und hingehen wie ich. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Ich dachte immer, ich bin ein bisschen seltsam und zu hohe Ansprüche und keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel Begegnung auf eine besondere tiefe Art und Weise wünsche und so weiter. Und die haben die ganze Woche von nichts anderem gesprochen und ich so, wow. Okay, und irgendwann sind eben
meine Schutzschilder habe ich von innen abgetragen. Man sagt ja immer, wenn das Ei von außen kaputt gemacht wird, dann, ne, dann haben wir irgendwie den Eiersalat. Aber wenn es von innen kaputt gemacht wird, dann ist es eine Geburt von was Neuem, und so war es irgendwie bei mir gefühlt. Und dann war ich damit und habe das einfach so mit mir für mich rumgetragen und versucht zu integrieren und mir andere Orte zu suchen, auch als ich dann wieder zu Hause war nach dem Training, wo ich vielleicht anknüpfen kann und so weiter. Und habe da mehr und mehr und mehr gemacht. Und irgendwann hat mich eine Gruppe angerufen, oder ein Mensch hat mich angerufen, den kannte ich nicht mal, irgendwie zu einer Gruppe zugehörig, und hat gesagt, wir haben gehört, dass du dich mit Tempeln beschäftigst. Wir würden gern einen Tempel haben. Kannst du einen Tempel für uns halten? Wow. Also, also man sagt manchmal so, do you hear the calling, bla bla bla, sagt man auf Englisch, ja, oder auf Deutsch so, hörst du den Ruf? Ja, das hat mich wirklich angerufen am Telefon. Das ist Nicht nur im übertragenen Sinn, sondern wirklich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, das kann ich. Also da war ich schon, habe ich die Verbindung schon tief gespürt in mir. Und seitdem, ja, hat sich das erweitert, und ich habe dann angefangen, ja, da Tempel zu halten und dann auch für diese Gruppe und dann einfach auch öffentlich zu gehen damit, was ein großer Schritt war. Mhm. Und seitdem wachse ich da immer tiefer rein, und ja, im Rückblick stelle ich fest, dass ich da das war vor 4 Jahren, genau, dass ich da wirklich nur am Tempeleingang stand, Mhm. sozusagen, und jetzt viel, viel tiefer bin und auch einen ganz anderen Zugang habe Mhm. dazu. Aber irgendwo fängt man an. Ja. Bin gerade mega gespannt, von dieser Transition zu hören. Du hast gerade gesagt, dann das anzubieten, von so privat zu professionell. Das war ein Shift, habe ich das richtig verstanden? Ja, voll, voll. Was, was ist da passiert? Also, du weißt ja wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, jemandem zu erklären, was ein Tempel ist nicht so leicht. Ja. So, also das ist mal nicht mit einem Satz einfach so schnell gesagt. Ähm, Es ist sehr komplex, und in der ganzen Komplexität ähm, leuchten so ein paar Sachen pink raus für Mhm. Menschen, wenn man erzählt, was es ist. Und eine Sache, die natürlich ganz groß rausleuchtet, ist Sexualität. Ja. Und dann, egal was man außenrum erzählt, manchmal hören die Leute gar nichts anderes. So, warum? Weil es in unserer Gesellschaft einfach so versteckt und so ausgegrenzt und so ein Tabu ist, ähm, dass so, what? Sex, was? Öffentlich? Wie? Im Raum? Was? Also Mhm. da schrillen so alle Alarmglocken irgendwie. Ja. Und ich war mir dessen sehr bewusst. Warum? Weil es bei mir auch so war. Ja, Mhm. ich habe das gleiche Muster gehabt. Mhm. Für mich war das auch erstmal so, what? Das ist alles creepy und das ist alles sehr komisch, und Mhm. es macht mir Angst. Macht mir eigentlich Angst. So. Und ich war einfach ich habe es sehr verurteilt Mhm. auch, und war mir bewusst, wenn ich damit rausgehe in die Öffentlichkeit, dass ich mich dieser und Verurteilung aussetze. Mhm.
und dass ich stabil sein darf in mir und mir sicher sein darf, dass ich dafür stehe und dass mir das so wichtig ist und dass ich eine gewisse Tiefe im Verständnis dessen erreicht habe, dass und das mit meiner Seele verbinde einfach, so dass es mein Menschlein nicht umhaut, wenn da irgendwie ein Kommentar oder ein Gegenwind kommt. Mhm. Genau, und das war ich mir sehr bewusst und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Mhm. Ja, das hört sich gut an, Mhm. so diesen Anteil in dir ernst zu nehmen und also so wie für dich selber so in diese Stabilität zu kommen und dennoch fühlt sich das auch so an, wie so in den Service zu treten für die Tempels, auf die Art und Weise, wie es eben wirklich Kraft hat und Kraft bekommt. So. Voll. Ja, die Arbeit ist für mich ist absolute Servicearbeit. Mhm. Ähm, Natürlich mache ich das, weil ich mir das selber wünsche in meinem Leben und in der Welt. Ich glaube dran, wenn es mehr Tempel in der Welt gäbe und die Tempelkultur mit den ganzen Inhalten weiter verbreitet wäre, egal ob das jetzt Tempel heißt oder nicht. Aber die Kultur einfach und der Kern dessen, dass es eine schönere Welt wäre und dass es mehr Frieden auf der Welt gäbe. Und dass dem zu dienen ist, also den Job, das macht man nicht, du hast vorher gesagt, professionell, ne? Aber ich sage, das macht man nicht professionell. Das macht man, ich weiß nicht, aus der Seele raus. Das macht man auch nicht fürs Geld, Mhm. weil das ist viel mehr Arbeit und viel mehr Energie, die vom ganzen Sein da einfach reinfließt. Also in Ja. jeden Tempel fließt mein ganzes Leben Mhm. bisher. Und das, ja, Voll. Und so, was ist für dich ein Tempel, wenn's, also so, ja, genau. ich frage das jetzt aus diesen Perspektiven oder für die Menschen, die so sagen, aber Tempel ist ja eben Sexualität oder keine Ahnung, so. Also Mm. was ist für dich ein Tempel? Was dein persönliches, egal ob andere dazu stimmen oder nicht, so, was ist genau für dich ein Tempel? Mm. Und was ist vielleicht nicht? Mm. Also wann immer mich jemand diese Frage fragt, was ist denn Tempel? Ähm, Es kommt immer irgendwas anderes raus. Und es hängt immer damit zusammen, wo ich gerade bin, Hm. auch und mit was ich mich gerade beschäftige. Und das ist zum Beispiel ein Kern von Tempel, dass er immer anders ist und dass es immer ein Raum ist, ähm, für die wahrhaftige Begegnung mit sich selbst. Hm. Ähm, Wenn Menschen, die in unserer Art von Tempelräumen noch nie waren, wenn die mich fragen, was es ist, dann lasse ich sie es immer selber beantworten und sage immer, ja, wenn du das hörst, was ist es denn für dich? Und dann kommen so ein paar Attribute, heiliger Raum, ähm, offen für Gebet, jeder ist willkommen, eine Verbindung zu Gott. Also dann kommen so ein paar Sachen und manche sind auch super getriggert davon. Hm. Ja, jetzt, wenn es dann um Religion und so geht. Und Hm. das ist aber, Tempel ist aber ein Raum ohne Religion, sondern es ist einfach, und Gott funktioniert auf Englisch so super, ohne Triggerpotenzial, nämlich Great Organized Design.
I like this. Ja? Also Ja. ich liebe das, weil viele sogar bei dem Wort Gott ja sofort in Ablehnung gehen, weil es ist eben nicht der alte Mann mit weißem Bart, den wir vielleicht da als Kind vorgesetzt bekommen haben, sondern es ist einfach dieses größere Sein, das Universum, das Leben an sich. Mhm. Und ja, das ist für mich ein, ein Raum, der nicht ein physischer Raum sein muss, sondern ein, ja, vielleicht ist es mehr ein zeitlicher Raum eigentlich Mhm. oder ein Raum in mir drin auch, den ich aufmache, um mir wirklich zu begegnen und dem großen Ganzen wirklich zu begegnen in Authentizität und Transparenz und ähm, sozusagen nackt. Mhm. Was aber nicht heißt ohne Klamotten, sondern was heißt ohne Masken und ohne alles, was meinen wahren Kern versteckt. Und dann eben auch potenziell noch in dieser Art und Weise in Begegnung mit anderen Menschen zu gehen, wenn sich's richtig anfühlt. Und ja, deswegen sage ich immer, Tempel ist kein Ort, Tempel ist kein Event, Tempel ist eine Vibration. Mhm. Ja. Und wenn ich ein Event kreiere, das ich einen Tempel nenne, dann betrachte ich das genau als Übungsfeld für das, was ich gerade gesagt habe, um die Vibration in mir größer werden zu lassen und diese Offenheit für mich selbst, für das Universum, für die Verbindung mit anderen, für alles größer werden zu lassen. Das ist ein Übungsfeld. Das ist voll geil gerade. Das feiere ich gerade voll. Das ist so, wir gehen nicht irgendwo hin und dann machen wir da einen Tempel und dann ist der fertig und dann gehen wir wieder nach Hause, sondern wie so, eigentlich ist Tempel da, wo wir ja in diese Erfahrung, wo wir diese Erfahrung zulassen oder zulassen können und wir gehen es einfach üben, so bei den Menschen, die das vielleicht schon ein bisschen besser checken, entweder oder wissen, wie man dafür Raum kreieren kann. So. Das macht mega Sinn gerade. Also berührt mich so auf einer der tiefen und lebendigen Ebene. Ja, Hm. danke für diese Perspektive. Ja, ja, und es geht auch, ich glaube, es geht auch nicht unbedingt darum, dass einer das besser kann als der andere oder so, sondern jeder kann das. Mhm. Punkt. So. Und manche haben vielleicht schon ein bisschen mehr Energie investiert ins Erinnern. Ähm, und können vielleicht deswegen Impulse geben. Aber grundsätzlich kann jeder einen Impuls geben. Und grundsätzlich kann das, für mich sind diese Räume, diese Events wirklich ein Moment, wo wir zusammenkommen und das zusammen als Gruppe äh, in diese Vibration eintauchen. Und jeder Einzelne in dieser Gruppe ähm, trägt dann einfach zu der Reise bei und zu der Weisheit, die am Ende vielleicht jeder auf seine Art mit sich wieder mit nach Hause nimmt und die Erweiterung, die hoffentlich auch jeder am Ende mit nach Hause nimmt. Ja. Was ist für dich denn Tempel? Wenn ich das mal zurück. Ich finde so einen Austausch immer mega. Ja, voll. Ähm, Wenn ich das Und ich finde es zurückfragen auch darf, schön, weil, ganz frech. ja, ja. Also bei mir passiert wahrscheinlich das Gleiche wie bei dir, das, was du erzählt hast am Anfang von so, wenn
mich das jemand fragt, dann kommen immer ganz andere Dinge raus. Und ich bin gerade gespannt, was so in Begegnung zu der Frage, wenn du sie mir stellst. Für mich hat Tempe im Moment sehr fest mit Gemeinschaft zu tun, mit diesem, ähm, auch mit der Dichte, die darin entsteht, wenn Menschen gemeinsam zusammenkommen. Ah, jetzt ist spannend. ähm, Weil ich da so ein Ort sehe, der sehr relevant ist im Sinn von, plötzlich bekomme ich ganz viel Feedback und plötzlich bekomme ich ganz viele Realitätschecks. Ähm, Nicht unbedingt davon, im Gespräch zu sein mit allen, aber einfach energetisch oder auf all den Ebenen, in denen wir kommunizieren. So, also ich bin dann so da in einem Raum und ich habe so eine Identität von mir selber und ich habe eine Idee davon, wer da alles ist und was wir jetzt machen. Und dann passiert sehr oft etwas, das meine Selbstidentität oder die Projektion auf andere Menschen plötzlich in ein ganz, also so verwirrt. Dann bin ich plötzlich verwirrt darüber, wer bin ich eigentlich und wer sind eigentlich die anderen und was ist eigentlich Tempel oder was passiert jetzt, wenn wir hier zusammenkommen. Und Mhm. das hat so eine gewisse Substanz, die ich mega wichtig finde, von der ich so oft das Gefühl habe, dass wenn wir in der Gesellschaft, wie wir jetzt unterwegs sind, können wir uns so fest so rausnehmen also aus den Begegnungen nehmen. Wir haben so unsere eigenen Wohnungen und wir haben so unsere geregelten Abläufe, die so eine gewisse Gewohnheit haben. Und dann kommen wir so in einen Raum mit ganz vielen Menschen, mit denen wir eigentlich nicht genau entschieden haben, wir wollen jetzt mit den Menschen im Raum sein, sondern die haben ja einfach auch ein Ticket gekauft. So. Ja, so eine Gemeinschaft auf Zeit, die wir uns so als Blind Date sozusagen. Und dann von dieser Substanz der eventuellen Zufälligkeit, wie so zu lernen, so nicht mit den Menschen, von denen ich mir selber ausgesucht habe, das sind jetzt meine besten Freunde oder mit denen möchte ich jetzt eine sexuelle Beziehung haben oder die habe ich mir spezifisch ausgesucht, um genau mit denen so, keine Ahnung, einen Wanderausflug zu machen und lade ich spezifisch ein, sondern wirklich so Menschen, die dann einfach da sind und die dann einfach eine ganz andere Perspektive aufs Leben haben und ganz andere Gefühle und Ebenen. Und das fühlt sich so an wie, es ist eigentlich mega fest Realität und mega fest die Begegnung mit dem, wie, wie Lebendigkeit oder Gemeinschaft oder Gesellschaft eigentlich ist. Aber in unserer Gesellschaft haben wir so Strukturen entwickelt, in denen wir diese Realität so oft so entgehen können. So, Mhm. da hat alles irgendwie ein Schild und meine Identität ist gesichert und das, was wir machen, ist gesichert und so, also es ist alles irgendwie ziemlich sicher und dann Ja, fühlt sich etwas so, ah ja, genau. So, und wenn dann etwas ungesichert ist, dann hat man Stress. Und der Tempel ist so für mich im Moment der Raum, wo diese Realität plötzlich in Frage gestellt wird, weil, weil so viel Nähe stattfindet, weil so viel Einladung zu echter Begegnung stattfindet, zu mhm. mir selber und zu jemand anderem. Und wo Mhm. etwas durch das dann auch vielleicht heilen kann, weil plötzlich diese ja, Realität reinkickt, von der wir manchmal die vielleicht auch eine bittere Medizin ist zuerst. So etwas wie Ja, so, was, ich bin nicht.
das jetzt, sondern es wird im Raum reflektiert, dass ich vielleicht etwas anderes bin. Und das finde ich ja eigentlich zuerst mal scheiße. Und das, Hm. aber ja, ich kann mich dem nicht so gut entfliehen, sondern das ist so eine Substanz, die mich dann aber vielleicht plötzlich an einen ganz anderen Ort hinein groundet. Hm. Und genau, das finde ich gerade ein mega Ja, spannender cool. Prozess. Mega, mega. Ich habe eine Milliarde Gedanken dazu im Kopf. Ja, mega gern. Go for Wenn it. ich darauf antworten darf. Ähm, lustigerweise, ein Gedanke ist, der als erstes kommt, wenn ich dir zuhöre, ist, ja, ich bin mir dessen total bewusst und ich empfinde das genauso und empfinde das als Geschenk. Und ich habe mir gerade überlegt, wenn jemand das jetzt hört, der noch nie im Tempel war, der kriegt die Krise und denkt sich, wow, nee, da gehe ich nicht hin. Auf gar keinen Fall. Das war jetzt Ja. Anti-Werbung, meinst du? Genau. Das habe ich, nein, ich habe es mir nur jetzt einfach gerade überlegt, wie das für mich wäre, weil ja, also ich glaube, dass wir total auf Sicherheit gepolt sind in der Gesellschaft und äh, also ich denke mal, das Schweizer Leben ist nicht so weit vom Leben in Deutschland entfernt und es gibt für jeden Dreck gibt's noch eine extra Versicherung und wir versuchen irgendwie die Illusion der Sicherheit aufrechtzuerhalten und die Illusion, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben. Und was dadurch passiert, um diese Illusion aufrechtzuerhalten, weil es ist einfach so, wir brauchen da jetzt nicht durch eine Argumentation gehen, aber ich glaube, wenn man sich erlaubt, richtig drüber nachzudenken, ist jedem Menschen klar, ähm, das Leben ist scheiß gefährlich und es endet mit dem Tod. Manche sagen, das Leben endet damit nicht, aber das Leben in diesem Körper auf jeden Fall ähm, ist irgendwie nicht ungefährlich. So. Und oft entscheiden wir uns selber in den Käfig zu sperren und uns selber richtig eng zu machen und richtig klein zu machen und den Radius und alles, was wir empfinden und entdecken im Leben, richtig klein zu machen, um dieser Illusion der Sicherheit zu dienen. Mhm. Ähm, und deswegen möchte ich sagen, ja, Tempelräume sind Räume, die andere Optionen bieten, aber es ist nicht nur so, dass sie die Sicherheit wegnehmen und uns konfrontieren, ja, das tun sie, sondern das sind Räume, wo wir das Universum ein bisschen freier fließen lassen können und wo, ich sage immer, wo nicht jeder das bekommt, was er möchte, aber das, was er braucht, um Ja. ein bisschen freier, um ein Stückchen wieder mehr in Richtung Freiheit zu gehen, ein Stückchen mehr sich aufzumachen, mit offenem Herzen danach, sich selber und vielleicht Teilen der Welt zu begegnen, ein kleines Stückchen. Und dass die Energie, die Lebensenergie, die Freude wieder frei fließen kann. Und das kann manchmal heißen, damit die Freude und die Lust und die Lust am Leben einfach wieder ein bisschen freier fließen kann, kann es sein, dass man auch als Balance, weil es geht immer nur zusammen, ähm, vielleicht eben mit Triggern zu kämpfen hat oder dass einen was richtig sauer macht oder dass einen jemand richtig nervt im Tempel. Das sind eben dann die Leute, die man sich nicht ausgesucht hat. Aber da dann durchzuarbeiten und da zu gucken, ich sage immer, das ist ein Spiegelkabinett der Tempel oder generell Räume, in denen wir zusammen sind und in denen wir uns offen zeigen und uns wirklich begegnen, sind Spiegelkabinetts. Und sie zeigen uns immer, wenn mir irgendjemand auf die Nerven geht oder irgendeine Verhaltensweise gezeigt wird, wo meine ganze Aufmerksamkeit hingeht und meine ganze Energie hingeht, zeigt mir das immer,
irgendeine verschobene Version von mir selber, wie in diesem, vor dem Spiegel, wo man auf einmal so mega breit gezogen ist. Ja, Ja. das zeigt einem dann einfach so, ah ja, krass, okay, also hier die Backen, die gehen mal richtig in die Breite in meinem Gesicht. Das schaut alles gar nicht so schlimm aus in echt. Aber wenn ich das in diesem Spiegel sehe, dann ist es so überzeichnet, dass ich sehen muss und dass ich anfangen kann, das an mir selber zu lieben und an mir selber wahrzunehmen und an mir selber zu akzeptieren als Teil von mir. Mhm. Und ja, durch diese Konfrontation, die im Tempel ja total liebevoll stattfindet und wo wir alle da sind, irgendwie mit dem Agreement, ähm, wir sind neugierig auf mehr Leben. Wir sind neugierig auf Freiheit und auf mehr Aufmachen. Und wir versuchen mal alles da sein zu lassen, was nicht immer ganz einfach ist. Aber das ist ja so, ist so ein bisschen das Grundagreement, mit dem sich diese Menschen alle treffen. Und dadurch ist es so liebevoll. Und dadurch ist es auch, manchmal kann man dann auch lachen drüber, wenn der schlimmste Trigger vorbei ist. Irgendwann. Ähm, ich habe zum Beispiel, wenn ich das schnell erzählen darf, Auf jeden in Fall. meinem ersten Training, oh Gott, da war eine Frau, die, die habe ich so gejudged, die war einfach, die war so sexy. Und Mhm. die war ständig mega sexy. Und ich konnte gar nicht wegschauen. Und ich habe gedacht, mein Gott, die lenkt mich total ab. Ich kann überhaupt nicht zuhören, was hier die Teachings sind, weil die so, die hat gar nichts gemacht, die saß nur da. Ja, aber sie hatte halt nicht so viel an, zum Beispiel, weil sie einfach warm war. Dieses Training war auch in Thailand auf einer Insel. Also super hot, aber trotzdem, die Silvi hatte ordentlich alles bedeckt und ihr Zeug an. Und die saß halt manchmal dann oben ohne da oder in ihrem super knappen Bikini. Und ich habe gedacht, meine Güte, gar nicht und so. Und es hat mich voll, oder wenn sie getanzt hat, dann auch so, die hat einfach vor Lebensfreude und vor Sexiness hat die einfach gesprüht. Ja, das hat mich so getriggert. Ja. Geht gar nicht. Furchtbar. Geht gar nicht, genau. Und jetzt, ich habe sie ich glaube, vor einem Jahr oder so, habe ich sie wieder gesehen in einem Retreat. Oh mein Gott, und ich hatte so Spaß mit ihr. Und wir haben sexy getanzt zusammen und das war so cool. Einfach. Das war mega fun. Und ich habe richtig gemerkt, ja krass, ich habe einfach diesen Teil, der sexy ist und der lebenslustig ist und der sich, ich sage das mal auf gut Bayerisch, nix scheißt, wenn ich jetzt da sitze und mir ist warm, dann sitze ich da und ich habe nur so viel an, wie es mir bequem ist. Jetzt vor allen Dingen in der Gruppe, in der das total akzeptiert ist. In der U-Bahn in München vielleicht nicht unbedingt, ja, aber ja, das habe ich jetzt integriert. Das ist jetzt ein Teil von mir und das hat sie mir einfach im Spiegelkabinett so verzerrt und so großartig gezeigt. Und es hat mich so schön getriggert, Mhm. Ja. damit ich es mir anschauen darf und damit ich selber entdecken darf bei mir. Das ist schön, oder? Wenn im Tempel dann diese Erfahrungen stattfinden, wo etwas einfach so die ganze Zeit so knauscht oder es so auf Schweizerdeutsch sagt man so Rüsle oder so irgendwie so irgendetwas Knistert. macht. Knistert, ja, es knistert die ganze Zeit im System. Oh, dieser Mensch oder oh, Ja, jetzt schon das oder oh, jetzt schon so. Und das ist schon toll, so dieses, also das vorhin auch gesagt hast von, ja, jetzt konnte ich meine Teachings, die Teachings gar nicht hören und weil das da so laut war, so. genau. Und es ist so wie, ja, das war so, wie es aussieht, voll dein Teaching. Du wusstest ja gar nicht, dann das andere Teaching war dann wahrscheinlich eben gar nicht so relevant, sondern dieses, Ja, da ist jemand total sexy und alive. So. richtig.
richtig. Und das, ich finde es auch so schön, das kam mir jetzt, nachdem ich Knistern gesagt habe. Mhm. Ähm, Das sagen wir ja auch, wenn wir jemanden attraktiv finden oder wenn es da knistert. Und Mhm. das ist ja oftmals so, ähm, dass wenn es knistert, dass da eben genau irgendwas ist, was uns eigentlich triggert, vielleicht auch im positiven Sinne. Also, dass der andere Mensch was hat, was wir selber noch in uns selber finden dürfen. Und wenn es knistert, ist eigentlich, also ist ein Tempel cool, um das auszuprobieren und rauszufinden, vielleicht, was es ist. Aber das ist dann eigentlich auch nichts für eine Beziehung. Ja. Wenn es knistert, ist eigentlich Alarm. Da ist eigentlich das Nervensystem in ein bisschen Alarmbereitschaft und eigentlich aufgeregt. So Beziehung und da wirklich sich reinfallen lassen, ist eigentlich mehr in so einen entspannten Zustand. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich im Tempel gelernt habe oder von Tempelräumen gelernt habe. Wie kann ich denn so einem Knistern begegnen und wie kann ich da in Consent und mit Absprache und in einem abgeschlossenen, gehaltenen Raum rausfinden, was ist der Knisterer? Also was, ja, was ist da die Ursache? Und dann muss ich mich nicht damit quälen, das irgendwie in Beziehungsversuch gehen zu lassen, Mhm. sondern kann da drauf hören, wenn es Richtung außerhalb des Tempels geht oder des Tempel-Events, ähm, in, in den längeren Tempel, genannt Leben, ähm, dass ich da mehr auf Entspannung achte und dass ich da gucke, was will denn da sein für mich. Ja, toll. Ja. Ich finde es so wichtig, gerade diesen Punkt. Und ja, ich habe voll Lust, da noch ein bisschen zu bleiben. Mit diesem, Mhm. so, ähm, ich sehe das genauso, wenn ich wie so an einem Ort bin, wo ich entweder mega Abneigung habe gegenüber jemandem oder mega Zuneigung und unbedingt so diesen Menschen eigentlich heiraten möchte oder so. Oder auch so diese Räume, wo uns Menschen einfach voll egal sind, wo wir sie einfach übersehen. So, das finde ich Mhm. auch das sind, finde ich, so drei spannende Kategorien von Mhm. so Spiegeln, in denen etwas in mir eventuell in Bewegung kommen möchte. Und, und dann so dieser Ort von, aha, wenn eigentlich etwas, also so diese Attraktion, ich möchte unbedingt zu diesen Menschen, ich möchte, dass er mich sieht oder sie oder was auch immer. Oder ich möchte unbedingt nicht, dass dieser Mensch mir also nahe kommt und dass der mich irgendetwas fragt oder irgendwie schon wieder schaut er mich an oder sie und so, ich muss da aus dem Weg gehen. So all diese Räume sind mega spannend für mich selber und für das, was sich eigentlich in mir gerade zeigt und integrieren möchte. Und dann dieser Ort von, aha, verliebt sein ist eigentlich nicht der Punkt von in Beziehung gehen. Also da mit diesen Menschen eine Beziehung starten wollen, ist keine gute Idee und eher an dem Ort, wo mein ganzes System so in eine Heimat findet, wo etwas total entspannt und wo sich etwas total sicher fühlt, wo gar nicht irgendwie eine Unsicherheit stattfindet von, findest du mich jetzt toll oder nicht, oder wie können wir jetzt das machen, dass du mich doch toll findest, oder dass ich dich jetzt noch toller finde, oder was auch immer, oder dass du verstehst, wie toll, dass ich dich finde, so. Vielleicht. Und das ist wie spannend, wie entweder kreierst du für dich selber diese Räume, wo dieses Knistern so dieses Tor vom, da knistert etwas, wie du das für dich so aufmachen kannst und etwas in Erfahrung bringen kannst mit diesen Menschen, mit denen es knistert, um es dann für dich selber mehr zu verstehen oder zu integrieren.
Oder auch, wie kreierst du Räume für andere? Was sind das für Räume, die diese Prozesse unterstützen oder die diesen Prozessen gerecht werden, die eigentlich hinter diesen Knistern stecken? Hm. Hm. Also ich finde es auch so interessant jetzt, was gerade noch kam, während du gesprochen hast, ist wirklich diese krasse Unterscheidung zwischen dem, was wir jetzt Knistern nennen, ja, also irgendwas, was uns aufgeregt macht, ähm, und wie du vorher gesagt hast, so, wie machen wir das jetzt, dass ich Aufmerksamkeit kriege und ich will was unbedingt. Und das muss nicht nur unbedingt ein Mensch sein, das kann auch irgendwie ein Erlebnis sein oder ich will das jetzt unbedingt erleben. Es hat dann immer so ein Ziel. So. Und also dieses Knistern, diese Aufregung, angespannt sein und Richtung Ziel gehen. Und im Gegensatz dazu eine Entspannung, irgendwie frei, ich nenne es immer freies Fließen. Also das heißt, es ist überhaupt kein Ziel, sondern ähm, ich schaue einfach mal, wo es so hingeht und gehe nach Resonanz. Und Resonanz ist dann eben ganz anders als Knistern. Resonanz ist entspannt, harmonisch. So. Und dafür sind einfach, ja, dafür sind da die allerbesten Felder, um das zu üben. Mhm. Weil ach, auf so vielen Ebenen einfach. Ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ist zum Beispiel im Tempel, jetzt wenn ich so einen Raum mache, ist immer eine Kommunikation auch drüber, wenn wir in Interaktion gehen. Ähm, was willst du, was will ich, wo ist die Grenze, was ist das Bedürfnis, da, 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 da. Also da gibt es so ein Feld, wo es einfach nicht im Totgeschwiegenen ist, wie oft ja in der Gesellschaft und in Begegnungen außerhalb von diesen heiligen Räumen, wo das dann bewusst, es geht immer ich gehe bewusst in eine Begegnung, ich sage bewusst, was ich möchte, ich mache es mir bewusst und mache es dem anderen bewusst und dann können wir uns begegnen und können schauen, ob wir beide einverstanden sind. Und das ist ja auch die Basis, Consent von Tempeln. Und ja, das erstmal rauszuhauen und zu kommunizieren und dann mit einem Nein gegebenenfalls umzugehen oder wirklich auch I go for it. So, ich kann das üben Mhm. mit dieser Anspannung, mit diesem Knistern, mit diesem, ich bin eben nicht im Fließen, sondern ich will was zu Mhm. sein. Und dadurch, dass ich das üben kann mit dem Wollen zu sein oder mit der Anspannung, mit dem Knistern zu sein und da forschen kann und da rausfinden kann, dadurch ist es meine Erfahrung, dadurch lasse ich das los. Mhm. Also meistens ganz selten, dass ich, wenn ich in einem Tempelraum bin, selber und sozusagen mich selber voll reingeben kann und nicht in der Position bin, dass ich noch den Raum irgendwie halte und meine Aufmerksamkeit auf der ganzen Gruppe ist, sondern dass ich wirklich sage, okay, ich kümmere mich jetzt mal hier um meine Seele, wie sie sich navigieren möchte. Mhm. Es ist ganz selten, dass ich einen konkreten Wunsch habe oder mit irgendwas Konkretem reingehe, sondern ich schaue wirklich, wo der Wind mich hintreibt, so, wo dieser Fluss hingeht. Und oftmals ende ich wirklich mit Menschen, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte,
dass ich mit diesen Menschen jetzt in Kontakt gehe und vielleicht diese Art von Austausch habe, die ja im Tempel auch vielfältig sein kann. Es geht ja nicht immer um Sexualität, sondern wir lesen uns auch mal ein Gedicht vor oder wir tanzen zusammen oder wir schauen uns einfach nur in die Augen oder vielleicht hält mich jemand und ich weine wie ein Baby, weil ich das einfach mal wieder nötig habe. Also es gibt so viele Varianten von Begegnung. Und wenn mir das vorher manchmal jemand gesagt hätte, dass ich da jetzt ende, dann hätte ich das never, niemals so. Und ich glaube, dass Tempelräume dafür eine super Übung sind. Und alle Räume eigentlich, ehrlich gesagt, die ich versuche zu kreieren, haben das Ziel des Ziellosen, wenn das irgendwie Sinn macht. Oder haben diese, ich versuche diese Frequenz zu setzen. Ja? Egal ob das, ich mache Conscious Date Nights, also da geht es auch darum, sich zu begegnen und erstmal offen zu sein für das Gegenüber einfach, was da vor mir ist. Und dann kann ich immer noch entscheiden, möchte ich die Person nochmal treffen. Und dann irgendwann mal kann ich entscheiden, wird es wirklich ein Date oder nicht. Mhm. So, aber erstmal offen sich zu begegnen. Ich mache noch Events, die heißen Dark, die sind blindfolded. Ja, Ja. da geht es auch darum, ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo ich bin, wie ich mich navigiere, auf was verlasse ich mich dann, auf meine anderen Sinne, einfach auf Vibration, auf Spüren, auf, ja, genau. Und Tempel eben auch. Ist immer eine Übung, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen und aufs eigene System zu hören und den eigenen Flow zu finden. Mhm. Nicht zu versuchen, sich außen an irgendwas festzuhalten. Und natürlich brauchen wir die Sicherheit, uns außen an irgendeinen Rahmen brauchen wir. Ja, und dafür gibt es den Raum. Dafür laufen wir nicht blindfolded in München in der Stadt rum, sondern einfach so, weil es Spaß macht, sondern dafür gibt es dann eben für das bisschen Festhalten am Außen, ja, gibt es die Räume. Hm. Ja, ich mag das, diese Mystery und diese Einladung so so vielleicht ins Nichts oder in das Unbekannte hineinzulauschen und sich davon sagen zu lassen, eine neue Erfahrung zu machen, eventuell. Oder eine, die Ja, man auf jeden Fall eventuell nicht erwartet hat. Und, wichtig und sehr spannend. Und es ist immer wieder eine Kunst, Menschen so abzuholen, dass sie sich das getrauen oder dass sie sich gut fühlen dabei. Oder beim vielleicht nicht so gut fühlen, doch gut fühlen. So. genau, dass jeder einfach mit dem da sein kann, was gerade lebendig ist. So, was gerade, ja, das ist, wir sprechen ja von Tempelkünsten, so hast du auch das Intro gemacht, ja, und hast von Tempelkünsten gesprochen. Und die Tempelkünste sind ganz vielfältig. Ähm, die wichtigste Tempelkunst ist meiner Meinung nach, das damit zu sein, was ist. Mhm. Mhm. Nichts ändern zu müssen, sondern in Akzeptanz erstmal zu sein und das zu fühlen, was gerade ist. Ja. Was ist so eine Tempelerfahrung, entweder die du selber gemacht hast oder wo du in der Leitung warst oder im Moderieren, das dir am meisten, wie so die Tempelerfahrung, wo du so merkst, boah,
wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt vielleicht anders, oder wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich nicht diesen Schatz in mir, oder irgendwie Hm. die Tempelerfahrung, von der du wie so merkst, das hat für mich persönlich so mega viel Substanz immer noch oder lange Hm. gehabt. Oder so. Hm. Hm. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich meine eineinhalbste Tempelerfahrung. Das heißt, meine erste Tempelerfahrung war relativ kurz, weil ich mich nicht so richtig getraut habe. Hm. Ähm, ich habe mich nicht, ich habe mich nicht richtig eingeladen gefühlt und nicht richtig abgeholt gefühlt einfach. Und dann hat mich jemand aber eingeladen und hat mit mir getanzt. Und damit hat er mich abgeholt, weil ich bin eine Tanzmaus. Und genau, und da habe ich mich wohlgefühlt und habe nur so im Vorbeischwirren sozusagen, im Drehen, ja, wie wenn so ein Raum an dir sich so vorbeidreht, habe ich wahrgenommen, aber ich konnte nicht wirklich oder wollte nicht wirklich länger in dem Raum sein, weil ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht vorbereitet auf das, was da passiert, alles um mich herum. Hm. Auf die Frequenz einfach und auf das, dass das mein System, mein Kopf, meine Augen, mein Herz, mein Körper, das alles das wirklich versteht und aufnehmen kann, was da ist. Hm. Ähm, dazu war mein Blick auf all diesen Ebenen ähm, zu sehr geprägt von Erziehung und von dem, was ich gelernt habe und von, das ist tabu und das passt zusammen und das passt nicht zusammen und ähm, meine, meine Fähigkeit, diese Frequenz in der Fülle wahrzunehmen, war in meinem System noch nicht vorhanden. Und deswegen war meine einschneidendste Tempelerfahrung wirklich, dass nach diesem halben Mal, dass Mhm. mich jemand an die Hand genommen hat und mit mir war im Tempel, mit all dem, was da hochkam für mich, mit all dem Widerstand, mit all dem erstmal nicht verstehen, mit all der Scham, dem nicht hinschauen wollen, dem Unwohlsein, dem Überfordertsein es sind hochfrequente Räume, wenn man es jetzt, Mhm. ja, wenn man das so sieht. Und da geht es nicht darum, dass da überall Sex passiert und dass deswegen zu viel war. Ja, das war auch zu viel, aber einfach in diesem hochfrequenten Raum zu sein, wo so viel Ausdruck ist, wo so viel Gefühl fließt, Offenheit, Herzoffenheit, Körper, Lebendigkeit sind, wo so viel, da ist alles, ja, Mhm. von das ganze Gefühlsspektrum findet da statt. Es kann an der einen Ecke ganz leise sein, an der anderen Ecke ganz laut sein. Mhm. Ähm, ja, und ich hatte Angst, also war viel für mein System. Und mich hat jemand an der Hand genommen und war mit mir. Und als ich bereit war und hat mich gehalten, auch in dem, wirklich physisch auch gehalten und energetisch gehalten und hat mich eingeladen,
dann mir Parts anzuschauen, wie so kleine Screenshots, ja, und einfach jetzt nimm mal nicht alles wahr. Ich bin ein sensibler Mensch. Ich habe schon immer sehr viel wahrgenommen, wenn ich im Raum voller Leute war. Das war manchmal generell schon viel, ja, geschweige denn in so einem hochfrequenten Raum wie dem Tempel. Und dann war die Einladung, und jetzt guck mal nur hier. Und dann hat mir die Person, was siehst du? Ja, mich gefragt. Und habe ich beschrieben, was ich sehe. Und dann hat die Person mir erzählt, was sie sieht. Und es hat natürlich noch viele, viele andere Ebenen aufgemacht. Weil ich habe erstmal mit den Augen im Kopf geguckt. Hm. Und die Person hat noch die Ebene eben Herz und Seele und Körper aufgemacht. Und dadurch sind Sachen in meinem System gelandet einfach. Also ich konnte wirklich aufmachen und konnte die anders verarbeiten und konnte, was ich wahrgenommen und gesehen habe, ich konnte wirklich wahrnehmen, was ich gesehen habe, so rum. Hm. Konnte wahrnehmen, was ich gesehen habe und nicht sofort in irgendwelche Schubladen packen vom Kopf her, Hm. beurteilen, zack, zack, das gehört dahin, sondern ich konnte wahrnehmen und das unsortiert lassen Hm. und einfach in der Wahrnehmung bleiben, und es konnte landen in meinem System, und es war wunderschön. Es hat mir die Augen, das Herz, die Seele, alles geöffnet für die Magie. Hm. Hm. Schön. Ja. Das ist so spannend, es fühlt sich so mega weich an. Und ich habe normalerweise nie rosa an. Und wirklich so eine Stunde oder so, gerade bevor dass wir jetzt den Zoom hier haben, vielleicht vor einer Stunde oder zwei, hatte ich so dieses rosa Gefühl die ganze Zeit. Und ich hatte mega, also ich fand es mega lustig, dass du dann hier im Zoom warst und dein Hintergrund ist auch so ein bisschen so rosa und Rosa und Rot rot. und Ja, ja. genau. Und fühlt sich so an, wie wenn so eine bestimmte Frequenz wie so andockt oder so diesen Hm. Gefühl auch wie so mitträgt. Und ja, den ich normalerweise wirklich nicht habe. Also dieses Tuch gehört nicht mir, gehört eine Mitbewohner von hier und jetzt, wenn ich dir so zuhöre, dann kommt auch diese rosa Frequenz einfach, also es ist so wie etwas mega Weiches darin, Hm. das einem, also dass du diese Erfahrung hattest, dass es so ein Tor oder ein Portal war für dich, die Tempels irgendwie so, ja, so auf allen Sinnen spüren zu dürfen, so und dieses abgeholt werden, diese Weichheit Ja, darin, so ja, ganz schöne, ganz schöne Energie. ja, ich bin auch voll dankbar. Ja. Gibt's, ich bin total neugierig, gibt's was bei dir? So Ja, ein Schlüsselmoment, meinst du, ein ein Schlüsselmoment, ein Portal, ja. gibt voll viele. Ein wichtiger Schlüssel war dieser Aha-Moment von, ähm, da ist ein Raum. Also den Aha-Moment hatte ich nach dem Tempel. Es war einer meiner ersten Tempel, vielleicht so der dritte oder so. Ähm, und einfach in einem Raum zu sein, in dem
Körperlichkeit ganz einfach abgefragt werden kann und Intimität und ja, Sexualität, so einfach etwas sein kann, wo man einfach zu jemandem hingehen kann und so sagen kann, also wo ich einfach zu jemandem hingehen konnte und sagen konnte, hey, möchtest du mich einfach mal so halten und wir sind nackt und dann schauen wir, was passiert. Und es war so da ist so ein Raum, der sich für mich richtig anfühlt, wo es einfach ist, so bestimmte Bedürfnisse einfach abzuholen mit jemandem, mit dem es sich gerade richtig anfühlt. Und wo diese Zugänglichkeit von Körperlichkeit und Intimität, ähm, die ich sonst im System so bei mir drin hatte, in dem mega viele Bedingungen dran geknüpft waren, wie so, dann muss man zuerst irgendwie ähm, den Menschen finden, den man jetzt total sexy findet und ähm, der muss einen auch sexy finden, dann muss man zuerst ein paar Dates haben, dann muss man sich immer noch mögen und dann kommt so diese Zugänglichkeit zu einer Körperlichkeit und Sexualität und die hat man dann, die ist so geknüpft an dem, dass man eventuell auch sexy ist für diese Menschen, die man dann auch sexy findet und so und all das, dann ist mir das alles plötzlich so wie Schuppen von den Augen, so runtergefallen und mega viel von den Bedingungen, die, von denen ich gar nicht bewusst war, wie viel Energie die eigentlich in meinem System haben. So dieses, da muss ich etwas erfüllen, um das dann zu bekommen. Und auch so diese Wahrnehmung von, ich habe da eigentlich viel mehr Druck drin, als ich mir selber zugestanden habe. Oder selber bewusst wahrgenommen habe, ähm, dass ich da in bestimmten Verhalten drin bin, in bestimmten Denkmustern, um da in diese Nähe zugänglich zu haben. Und dann einfach diese Einfachheit, so in einem Raum zu sein, wo das einfach plötzlich zugänglich ist und viel weniger Bedingungen hat. War so wie, da ist plötzlich ganz viel auch so im Alltag an Stress und an, ich muss irgendetwas hinterher rennen. So. Und dann ein zweites Erlebnis war das Level 2 in Ista. Ähm, und zwar, würde ich sagen, in meinem eigenen System plötzlich viel mehr Raum für einfach Sein. So. Und all alles, was wir da machen, über das wir jetzt ja nicht sprechen, hat mir einfach nochmal viel mehr die Türen geöffnet für dieses einfach Sein und diese wabernd Sein und nicht zielgerichtet Sein, sondern mehr so diese im Moment auch Stille, viel mehr Stille in meinem System. Einfachheit. Ich glaube auch so viel mehr Zugang allgemein zu Lebendigkeit und zu Beziehung also mit mir und dann mit allem im Außen. Und dann auch mega das Bedürfnis, viel mehr in solchen Räumen zu sein, wo ich auf dieser Ebene mit Menschen sein kann. Wo die das einfach sein und Stille und Verbindung über so die Einfachkeit von Lebendigkeit einfach da ist. Ja, voll. Voll. Entschuldige, bist du fertig? Ich Voll springe fertig ein. und ich habe Okay, Lust zu gut. hören, was du sagen hast. Was mir da gerade wirklich nochmal klar geworden ist die Reihenfolge, glaube ich, die da stattfindet einfach. Also jetzt
ja, im Hinblick auf Sexualität, aber auch im Hinblick aufs Leben. Also Sexualität ist immer für mich ein Spiegel und ein bisschen Vergrößerungsglas, was sonst im Leben so stattfindet oder nicht stattfindet. Mhm. Ähm, und oft kompensieren wir damit einfach und einfach, also auf der einen Seite vielleicht die Wünsche, die wir haben oder die Fantasien oder Ziele oder so, sind oft einfach Kompensationen von Sachen, die wir schwer aushalten mit Mhm. uns selber. So. Ähm, und Intimität zum Beispiel wird oft, es ist nicht, dass Sexualität aus Intimität oft entsteht, sondern dass Sexualität anstatt Intimität entsteht und eigentlich die so ein bisschen zudeckelt. Mhm. Je nachdem, wie wir Anyways, Sexualität leben. bitte? Je nachdem, wie wir Sexualität leben, Ja, ja, genau. Ich sage jetzt mal so, gesellschaftlichen Perspektive. in der Gesellschaft, in meiner Erfahrung, in vielen Leben findet es so statt. Ähm, weil wir es andersrum halt nicht so richtig gelernt haben. Und so sind Tempelräume, glaube ich, auch, ähm, also meine Erfahrung, meine Beobachtung ist, dass viele Menschen da einfach mit ihrer Geschichte und ähm, mit ihren Fantasien oder Wünschen auf der einen Seite kommen oder auf der anderen Seite mit ihren ganz krassen Abgrenzungen und ganz krassen Grenzen und nein, eigentlich sind es schon fast nicht Grenzen, sondern Wände Ja. sozusagen. Ähm, und beide Sachen, also das sind an unterschiedlichen Teilen vom Spektrum natürlich, und beide Sachen sich einfach erstmal ausdrücken dürfen. So. Und gleichzeitig mit diesem Ausdrücken eben auch eine innere Arbeit machen von, ah ja, wie fühle ich denn, wo kommt es denn her und warum denn und was kann ich denn heimholen? Also welche Anteile von mir sind denn nicht gesehen worden und kann ich denen jetzt Aufmerksamkeit geben dadurch, weil sonst, wenn ich das nicht nach Hause hole zum Ursprung sozusagen, dann erfüllt sich das Bedürfnis niemals. Also dann wird dieser Wunsch nie gestillt, sondern der wird immer mehr. Oder die Grenze, die baut sich niemals ab, sondern die bleibt immer da. Aber wenn ich gleichzeitig gucke, vielleicht inneres Kindarbeit oder wie auch immer, oder maskulin, feminin, was auch immer, dann kann sich das irgendwann mal entspannen. Diese extremen Fantasien und Wünsche und das heißt extrem, es muss ja nicht extrem sein, es kann ja einfach nur sein, gehalten werden. Aber immer wieder, oder ich brauche Berührung, bitte, bitte gib mir Berührung. Wie viele Leute habe ich im Tempel und die gehen dann auch manchmal frustriert nach Hause, weil wenn der Wunsch so groß ist, dann vibriert es auch leider so ein bisschen creepy rein in den Raum und ist manchmal so bedürftig, dass andere Menschen sagen, "Oh, das ist mir zu viel, das kann ich gerade nicht geben." Mhm. Ähm, Ja. oder Menschen, die halt so in der extremen Abgrenzung sind, die erfahren auch immer wieder jemanden, der gegen diese Grenzen halt einfach immer wieder dagegen donnert. Ähm, ja, so, das meine ich mit extrem. Mhm. Genau. Und erst wenn das erfahren wird und man da, äh, ich mit mir sein kann, Mhm. in dem und vielleicht jemanden als Unterstützung habe, ja, und das im Tempel eben nach Hause holen kann, nenne ich das immer, ja, ne? Wirklich integrieren und zurückholen zu mir selbst, dann in diese Entspannung zu kommen und in dieses einfache Sein, weil dann will ich nichts mehr. Dann bin ich einfach offen für das Leben, das auf mich zukommt. Dann habe ich die Arme offen und habe nicht meine ganzen Wände oben. So. Und dann bin ich auch nicht und laufe irgendwas hinterher, Mhm.
Ja. sondern kann einfach sein und kann einfach gucken, was mit mir fließen möchte. Und ja, da bin ich auch, um das nochmal zu sagen, da bin ich einfach wirklich Issa wahnsinnig dankbar, weil ich glaube, es ist so wirklich ein sehr, sehr gutes Programm, dass das im Level 1 genau diese Sachen, dieses persönliche Arbeit mit dem, was ist denn gerade da, das holt die Menschen ab und sagt, okay, okay, wie arbeite ich mit meinem inneren Mann, mit meiner inneren Frau, mit dem inneren Kind? Wie bringe ich diese ganzen Anteile? Wie drücke ich meine Bedürfnisse aus? Wie sage ich, nein, es reicht? Und wie arbeite ich damit? Um dann eben im Level 2, wie du gerade gesagt hast, diese tiefe Erfahrung zu bieten von ein Taste, ein Geschmack von, oh, ich muss gar nichts. Es ist einfach lebendig, so wie es ist. Es gibt nichts zu tun. Mhm. Es gibt nichts zu tun. Mhm. Ja. So ein Deal-Shift. Bitte? So ein Deal-Shift. Nur wenn du jetzt gerade von diesen zwei Räumen sprichst und dann ins Level 2 reintauchst und was man da macht, das fühlt sich gerade schon in meinem Körper an, als Deal-Shift. Ja, genau. Ist es auch, oder? Also diesen Gangwechsel, ähm, ja, das ist das einfach immer wieder den großen Zeh da reinstecken, immer wieder und dann irgendwann mal den Fuß und vielleicht mal ganz eintauchen kurz und einen Referenzpunkt in meinem System zu haben, dass ich da im Alltag auch hinkomme. Mhm. Ähm, ja, das ist für mich so, für mich persönlich, wo ich gerade bin mit der Arbeit, ist das immer den Anteil von diesem anderen Gang, wo wir jetzt auch für einen kurzen Moment gerade waren, wo Stille war und wo eigentlich jeder gedacht hat, müssen wir jetzt echt noch was sagen? Aber jetzt so beide haben tief geatmet und einfach so. Hm, whatever. Da mit meinem System immer mehr zu sein, auch im täglichen Leben, obwohl ich am Computer sitze und Büroarbeit mache, obwohl ich in München in der U-Bahn fahre. Mhm. Ja. Jetzt habe ich so eine persönliche Frage, wo ich nicht genau weiß, ob das passt, aber das machen wir jetzt einfach. Hau raus. Hast du Level 3 gemacht? Ich habe auch Level 3 gemacht, ja. Ja. Das bin ich voll gespannt, auch wann es wirklich so anklopft bei mir. Und letztes Jahr war ich mal so richtig so im Craving danach. Und jetzt ist es schon wieder so ein bisschen weggegangen, aber es interessiert mich Hm. total, Hm. dass da, ja, zu was es das einlädt. Und, hm, Ja, ich glaube, das ist auch halt, also das ändert sich ja auch. Das ist jetzt Level 1, Level 2 ist ja relativ, also es ändert sich auch ein bisschen, es wird immer angepasst. Aber jetzt von der Grundstruktur ist es ja schon sehr gleich jetzt. Jedes Mal und egal wo es stattfindet und egal welcher Facilitator es auch macht, also die Inhalte meine ich. Und die mhm, Art und Weise ist dann immer sehr, sehr individuell und vielleicht auch manchmal die Reihenfolge wird geschiftet. Aber im Level 3 das hat, glaube ich, einfach auch mehr Spielraum mhm, und
Deswegen ist es auch da ganz spannend, das Vertrauen zu haben, dass man dann genau in dem richtigen Jahr dabei ist, wenn es einen dann ruft. So. Mhm. Ähm, ja, ich habe das mit anderen Geschichten auch. Da gibt es dieses sechswöchige Tempeltraining. Ah, ja. Ähm, Da spüre ich seit Jahren irgendwie so eine Resonanz und gleichzeitig ist es aber noch nie ähm, so gewesen, dass ich dann letztendlich da gelandet bin. Mhm. Ähm, und da habe ich auch volles Vertrauen, dass ich weiß, dass ich es irgendwann mal machen werde und dass es dann genau das richtige Jahr ist. Warum auch immer. Mhm. Ja, Sehr schön. ja, Mhm. Vertrauen, dass man, ja, Vertrauen in den Fluss. So. Das habe ich jetzt auch in meinem Sommer wieder erlebt. So ganz crazy Sachen, wo ich auf einmal dann selber auch in einem Retreat war wieder und mich erst, glaube 5 Tage vorher oder so angemeldet habe und dann war eigentlich schon voll und oder eine Woche vorher angemeldet, dann war eigentlich schon voll und dann 5 Tage vorher doch noch Bescheid bekommen. Ähm, ja, kannst noch kommen, wenn du Lust hast und dann habe ich das gemacht und es war einfach perfekt so. Äh, Also diesen Impulsen auch zu folgen, finde ich immer ganz spannend. Und es ist immer eine Hero's Journey. Immer. mhm. Also wer diese Hero's Journey kennt, da ist auch immer ein Widerstand. Irgendwas ist immer im Weg. Und wenn es sein soll und wenn man bereit ist, dann geht man da drüber. Bei mir war auch vor meinem ersten ISTA-Training, habe ich nochmal so die Hosen voll gehabt und hätte Mhm. fast nochmal abgesagt. Mhm. Das passiert auch bei Tempeln manchmal. Da habe ich dann am Tag vorher oder so habe ich noch mindestens 5 Absagen, weil es dann einfach irgendwas ist noch im Weg. Und manchmal sagt einfach wirklich das ganze System, die werden dann krank. So, sagt das ganze System, stopp, nein, das schaffen wir noch nicht, das ist zu viel. Oder jetzt gerade passt es nicht rein. Und manchmal ist es auch wirklich nur der Kopf. Ähm, und da ist auch immer das totale Vertrauen da, dass alle Leute, die da sind bei einem Event, dass das genau die Gruppe ist, so wie sie jetzt gerade sein sollen. Mhm. Ja, war magisch. Ich bin einfach voll berührt von so den Gesprächen. Ähm, Im Moment kommen viele so Tempel-Events, poppen überall so hoch Mhm. ähm, und wenn ich da so reinspüre oder die Beschreibung höre oder so weiß, von wem das es so ist, dann merke ich so wie, das ist so eine, sind einfach ganz andere Strukturen oder andere Intentionen dahinter und ohne die jetzt irgendwie schlecht zu, also es geht nicht darum, die so schlecht zu machen, so, aber das, was so in mir passiert ist, wenn ich dich so höre und mit der Ausrichtung und mit der Qualität und auch diese Threshold zum Beispiel von, ja, das ist einfach ein Tempel und das macht etwas so mit den Menschen, die da hinkommen. Mhm. Wir haben es auch erlebt, hat etwas mit uns gemacht, so, wenn mehr Lebendigkeit anklopft oder mehr so dieses, kann ich das halten oder ist es schon dran oder kann ich wirklich diese Expansion irgendwie zulassen? Das ist einfach irgendwie schön. Ich genieße das mega, über diese Räume zu sprechen und auch ja, dass sie zu hören, wie du so in meiner Perspektive so ein Ally bist, in dem Mhm. ein Mensch, mit dem ich auf dieser Ebene sprechen kann, wo wir so in meiner Erfahrung so diese Frequenz spüren und dann darauf aufbauen. Und das ist einfach gerade voll der Genuss für mich. So. Danke ebenfalls. Danke ebenfalls. Ich freue mich da auch voll, weil das
Ja, weil diese Tiefe ist für mich einfach total wichtig und ich habe auch irgendwann mal einen Artikel geschrieben, was ist der Unterschied vom Tempel und einer Playparty? Weil irgendwie das Wort wird halt so ein bisschen inflationär benutzt gerade, habe ich das Gefühl, das ist halt gerade sehr in. Ja. Und manchmal ähm, mh, macht es vielleicht auch, ich habe das Gefühl, bei manchen Events wird es als Scham benutzt. Also sie sind eigentlich in der Scham von dem, was sie anbieten Mhm. und benutzen dann das Wort Tempel, um Ah, das ein bisschen, wie sagt man, Sugarcoating, also um das ein bisschen harmloser zu machen oder so. Und aber oft ist nicht da, wo Tempel draufsteht, auch Tempel drin. mhm. Und ich mag das auch gar nicht so verurteilen oder gar nicht sagen, ähm, Playparty, super, yes, läuft. Ähm, und es ist eine andere Frequenz, so. Mhm. Und ich will auch nicht sagen, dass ich da die Weisheit jetzt mit dem Löffel gefressen habe, so. Mhm. Und was ist richtig, was ist falsch, darum geht es überhaupt nicht, sondern für mich hat einfach dieser Name und dieses Wort eben auch eine Frequenz, die eine gewisse Tiefe hat oder Mhm. eine gewisse Breite, auch ein großes Spektrum, was eben weit über Sexualität rausgeht und wirklich ins Sein geht und wo ich auch den Anspruch an mich habe, als jemand, der den Raum aufmacht, dass ich alles da sein lassen kann. Das ist Mhm. natürlich auch meine persönliche Herausforderung dann. Mhm. Aber weil wir auch vorher gesprochen haben, ja, manche sind da nicht so weit oder für manche ist es nicht einfach, für manche ist es yay und die gehen total auf. Und für manche ist es nicht leicht in einem Tempel. Ja. Und aber, dass jeder seinen Platz da findet, wo er sich wohlfühlt, und eben es nicht in eine bestimmte Richtung gehen muss, sondern wo so das ganze Spektrum willkommen ist. Mhm. Und ich habe deine Beschreibungen auch immer gelesen und das ist nochmal also das eine ist Temple Arts und das eine ist Raum aufmachen und das andere ist, das, was wir jetzt auch gerade versuchen, das irgendwie in Worte zu bringen, was gar nicht in Worte zu bringen ist und oft schon gar nicht in irgendwie, na, es ist wie Poesie, ja. Ich versuche irgendein Gefühl aufzuschreiben und versuche das in eine Eventbeschreibung zu bringen. Und ich Mhm. genieße deine Beschreibungen sehr, sehr, sehr. Das holt mich auch in der Tiefe, holt mich das so ab, jedes Mal. Und jedes Mal, wenn ich die lese, denke ich mir, ich müsste da ein bisschen was klauen und müsste meine mal umschreiben, weil meine Beschreibungen sind dann teilweise jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ich mache immer mal so ein bisschen Tweak hier und da. Aber wie wir jetzt auch gesagt haben, es verändert sich einfach Mhm. immer. Und das ist auch nochmal die Kunst, das in Worte zu bringen. Und dann auch noch in Deutsch. Sind wir eingestiegen, ne? Weil wir haben kurz mal überlegt, machen wir das Gespräch auf Deutsch oder auf Englisch? Und dann auf Englisch ist es manchmal einfach Ist so einfach. so einfach und so blumig und auf Deutsch ruckelt es ein bisschen manchmal. Wirklich so. Ey, auch wirklich fast alle Beschreibungen kommen einfach auf Englisch raus und dann ist das Seminar meistens auf Deutsch und ich bin so wie, scheiße, das ist irgendwie blöd. Aber ich, ich, ich bin dann so wie, ich muss es jetzt auf Englisch, auf Deutsch übersetzen und
und dann bin ich blockiert und dann bleibt es einfach in Mhm. Englisch. So irgendwie. Und ich finde es cool, wenn du also wenn du was klaust bei mir, weil dann kann ich mir auch erlauben, manchmal was bei dir zu klauen. Okay. Genau. Deal. Ja, Wir machen den Deal und es ist kein Clown mehr, sondern es ist einfach ein Austausch. voll, lass es fließen. Gut. Ja. Sehr gut. Mhm. Ja, und dennoch glaube ich eben, dass das in die deutsche Sprache bringen, landet es dann wirklich noch mal mehr in der Kultur auch. Ja, in meinem System ist es anders gelandet. Ich habe Seminare und Tempelveranstaltungen auf Englisch und irgendwo auf der Welt gemacht. Habe sie dann auch noch mal auf Deutsch gemacht, eventuell auch grundsätzlich in englischer Sprache, aber dann im persönlichen Austausch, im Teilen mit den TeilnehmerInnen auf Deutsch. Und da habe ich gemerkt, oh, krass, das landet wirklich anders im System, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, in den Zellen. Vorher habe ich irgendwas gesagt, ja, das landet in dem Teil, der noch kein Englisch konnte. Mhm. Ja. So, ja. Mhm. Ich merke auch, es ist so eine unterschiedliche Ebene im Körper. Irgendwie, wie wenn noch mein Becken mehr sprechen lernt. Mhm. Obwohl es das ja eigentlich schon kann, aber so, ich denke, so in diesen englischen Räumen habe ich viel mehr gelernt, so zu flowen, auch erotisch und sexuell und mit meinem Becken. Und in deutschen Räumen, da kommt diese Verbindung noch gar nicht so bewusst rein. So. Mhm. Also da merke ich, da passiert etwas. So, da kann es eher so beim Herz sein, aber wie mein Becken macht da etwas eher Unbewusstes oder etwas, das nicht besprochen werden kann oder viel weniger, wo ich so viel weniger merke, ich resoniere, ich zeige die Resonanz in meinem Becken über meine Worte. Das schaffe ich irgendwie noch nicht. Ja, ist auch Mhm. mega schön, wenn wir jetzt darüber sprechen gerade. Also es ist wirklich so, ich merke gerade, dass da wirklich so der deutsche Raum ist noch nicht, ist ganz runtergefallen, so ganz in meinen Mhm. deutschen Raum gefallen. Weil das auch so vor allem, ich glaube, der mystische Teil da fehlt. So, Ja. da passiert viel so Persönliches. Ich kann so Ja und Nein sagen. Ich kann sagen, ähm, berühre mich so oder nicht so oder ich ziehe jetzt einen Umschnalldildo an oder so. Also so, kann, wie so solche Dinge kann ich irgendwie sagen auf Deutsch. Aber so diesen mystischen Raum, Mhm. der auch im Becken so mit dabei ist, in der Erotik und Sexualität, der hat da noch keine Sprache, der hat wie so, der fließt irgendwie mit, aber kann sich nicht verbal mit Mhm. ausdrücken. Der ist wie so, diese Räume sind noch nicht zusammengewachsen. Mhm. Mhm. Kannst du mit dem bei dir auch etwas anfangen? Oder ist es Ja, anders bei dir? also was bei mir da jetzt ganz krass resoniert hat, was bei mir sofort kam, ist irgendwie ähm, der Beckenraum, der weibliche Schoßraum und die Verbindung zur Mutter und zur Großmutter. Das kam bei mir irgendwie sofort hoch und ähm, ja, ich glaube, das Gefühl bei mir ist, dass ich meine eigene Mystik da sozusagen ein bisschen im Englischen entdeckt habe. Mhm. Und dass es aber wirklich noch
noch tiefer landen darf, damit ich auch Zugang zu der unterdrückten Weisheit und Mystik von meiner Mutter und meiner Großmutter zum Beispiel habe. Also das ist gerade das, was voll hochkommt. Ich habe da auch mit den Tempelkünsten ganz viel Arbeit gemacht in meinem Schoßraum und da kam ganz viel Trauma, ganz viel Schmerz und ganz viel äh, Zeug hoch. Und das ist schon, also ich habe schon das Gefühl, dass ich da viel befreit habe, aber ja, ja, Hat auch voll resoniert jetzt mit dem, was ist äh, denn diese deutschsprachige Urmystik, die so eigentlich in den Ahnen noch stecken bleibt irgendwo oder geblieben ist. jetzt musst du dein Mikro, glaube ich, noch mal ein bisschen Oh, hinrichten. Es war gerade ein bisschen leise. Ja, sag's noch mal. so das hat mega resoniert, die Mystik. Selbst nochmal hören, ja. Sowie die deutschsprachige Mystik, die in der Ahnenlinie irgendwie noch stecken geblieben ist. Ja, Und das ja, resoniert total, damit ich voll so, bis jetzt ist da auch in dieser Ahnenlinie bei mir viel einfach nur dieses Wissen oder diese Fähigkeit, mich auf persönlicher Ebene schon mal einfach auszudrücken und diese Kraft von das bin ich, das bist du und wie gehen wir jetzt in eine Begegnung, die sich für uns beide stimmig anfühlt, da musste ich schon jetzt mega viel daran arbeiten, das überhaupt dahin zu kriegen und von diesen mystischen Ebenen, ja, das ist auf einer Ebene noch ganz weit weg, so wenn ich meinen Ahnenkörper mit reinnehme oder mhm. so diese deutsche Sprache oder diese Wurzeln von diese mitteleuropäischen Wurzeln irgendwie mitnehmen, dann, ja, das kann ich total unterschreiben, Ja. was du vorhin gesagt hast. Jetzt könnten wir für immer und immer weitersprechen. Genau, ich habe gerade gedacht, ähm, und als nächstes kommt irgendwie ein Podcast über die Weiblichkeit. Willkommen zu einem 5-Stunden-Gespräch mit Cindy Cares. Schön. Ah. Hm. So ist es mit dem Tempel. Wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Ja. Habe ich gerade so die Aussage von And now spiral down. Ja, genau. Hm. Ich glaube, wir sind ganz schön spiralisiert heute. Hm. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir einfach verantwortungsbewusst und haben dieses Gespräch mal so auf, wie es jetzt gelandet ist, Hm. mit dem Gefühl von, also bei mir mit dem Gefühl von mega genährt sein und ja, ganz vielen Türen, die sich auch schön anfühlen, dass sie da sind und in Ordnung. Ein bisschen traurig, dass wir sie halt jetzt nicht nehmen. So, da gibt es auch eine gewisse Traurigkeit. Hm. Und so eine Vorfreude zu wissen, so, dass es mit dir möglich ist. Ja. Ja, ich fühle mich mega dankbar, genährt, ganz weit auch ob der Möglichkeiten. Und was mir einfällt dazu ist, was
einer meiner Mentoren immer mal sagt, Mhm. For now the temple is closed, but the temple is never closed. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Hm. Es einfach auch eine Entscheidung ist, jetzt zu sagen, okay, für jetzt ist es mal komplett und wir können da jederzeit wieder einsteigen, weil es ist immer da. Die Frequenz ist immer da. Die verbindet. Mhm. Mhm. Ja, danke für dein Sein und dein Geschenk. Mhm. Danke für die Einladung, danke für dich und bis bald mal. Ja, total. Mua. Ja.